Was wir uns im heutigen Video anschauen, ist nicht weniger als die Wiedergeburt einer absoluten Ikone im Fahrradbereich. Cinelli Cycles ist wieder da und das mit zwei richtig heißen neuen Rädern. Wir fahren in diesem Video einmal Speziale Corsa in der Edelstahl-Variante mit 3D gedruckten Muffen und auf der anderen Seite wartet dann noch ein weiteres Rad auf unsere Entdeckungsreise, nämlich ein absolutes Aero-Rad, was richtig gute Werte auch im Windtunnel erreicht hat. Und morgen wartet auch noch mal ein richtiges Highlight auf uns, nämlich ein Besuch in der Cinelli-Fabrik. Da werden wir uns ganz genau anschauen, wie und wo diese Räder gebaut werden, hier um Mailand herum. Straffes Programm. Ich freue mich krass auf die nächsten 24 Stunden. Ich bin gespannt, ob wir das alles in ein Video gepresst bekommen. Und jetzt geht's los mit dem Bergabfahren. Der Passo del Cisalo, ein Name, bei dem Radsportfans nicht nur in Italien Gänsehaut bekommen. Und hier sollten wir die ersten Eindrücke vom Comeback von Cinelli sammeln dürfen. Während Cinelli und deren Schwestermarke Columbus eng verzahnt sind mit der Rennradhistorie in vor allem Italien, haben wir es die letzten Jahre etwas aus den Augen verloren. Doch das soll sich mit diesen neuen Rädern ändern. Seit 3 Jahren befindet sich die Traditionsfirma in den Händen von Lydia und Victor. Das Speziale Corsa XCR ist wohl ein perfektes Beispiel dafür, wie man ein so traditionsreiches Material wie Edelstahl mit modernem Verfahren wie 3D-Druck zu einem absolut zeitlosen Rad zusammenbauen kann. Kombiniert mit modernen Elementen wie ein One-Piece-Cockpit und 32 mm Reifenfreiheit. Und statt dass sie das dann in diesem Glanz des Edelstahls lassen, kommt dann auch noch ein ziemlich stylischer weißer Lack drauf, der dann einzelne glänzende Elemente vom Edelstahl durchblitzen lässt. Der große USP von Edelstahl, dieses Fahrgefühl, dieses leicht wippende, aber dennoch steife vom Rahmen und dann auch noch die Korrosionsbeständigkeit und damit die Langlebigkeit des Materials. Das Rad selbst wiegt trotz Edelstahlrahmen dann nur 8,8 Kilogramm, was für ein Rad mit Stahlrahmen jetzt absolut gut ist. Der Rahmen selbst wiegt 1990 Gramm, aber besticht eben vor allem durch sein Design und durch die Emotion, die damit Cinelli-typisch auch beim Fahren ausgelöst wird. Für Schnäppchenjäger ist das allerdings nichts. Preislich geht es hier mit der Dura Ace bei 12.500 € los und die Top-Variante mit 13-fach Campagnolo Super Record kostet dann 13.500 €. So, gerade wieder oben angekommen an der Kapelle. Die ist anscheinend recht berühmt, weil dort unter anderem von vielen Radsportlern, die beim Fahren gestorben sind, deren Trikots dort aufgehangen worden sind. Ja, weitaus fröhlicher geht es aber jetzt da drin weiter in dem Museum und da bin ich mal richtig gespannt, was wir da gleich lernen werden. Direkt hier oben neben der Kapelle liegt das Museo del Ciclismo, eines der bedeutendsten Radsportmuseen der Welt. Es zeigt die Geschichte des Rennradsports vom frühen 20. Jahrhundert bis heute. Überall hängen Trikots von Legenden wie Fausto Coppi, Gino Bartali oder modernen Champions. Alte Rennräder von Stahlrahmen bis hin zu High-End-Carbonrädern, wie hier von Colnago, zeigen die technischen Entwicklungen im Laufe der Jahrzehnte. Wir sehen zum Beispiel die Evolution der Kettenschaltung. Unscrew, see here, and then pedaling backwards. Oh, crazy. Alles hat angefangen mit Flip-Flop-Narben und dann kam Campagnolo. In Vitrinen sind Helme, Rennschuhe, Medaillen und Pokale zu sehen. Selbst einige Champagnerflaschen kann man hier begutachten. Das sind alles Originale von großen Rennen wie die Giro d'Italia oder die Tour de France. Und überall zieht sich auch Cinelli wie ein roter Faden durch die einzelnen Komponenten der modernen und auch der uralten Rennräder.
So, zweiter Tag und der Tag ist auch wieder vollgepackt mit Ereignissen. Es geht jetzt um 8 Uhr morgens los im Victoria Park. Das ist der Ort, wo neben der Entwicklung von den Victoria-Reifen dort hinten eben auch die Räder auf unterschiedlichen, also die Reifen vor allem, auf unterschiedlichen Untergründen getestet werden. Und auf uns warten jetzt neue Testräder von Cinelli. Aeroscope heißt das Rad, das dann als Aero-Rennrad mit einem ziemlich besonderen Rahmen aufwarten kann. Wir fahren das Ding gleich 40 Kilometer. Ich bin gespannt und auch richtig Bock, bei der Sonne jetzt heute zu fahren. Das ist schon ziemlich geil. Hier sind relativ viele verschiedene Untergründe abgebildet. Es gibt so eine Art Downhill-Dual-Slalom-Strecken, es gibt Pump-Tracks, es gibt diese Dirt-Jumps. Es gibt aber auch hier diese Bahn, auf der ich lang fahre gerade. Das sind so 800 Meter auf unterschiedlichstem Teer, der dann auch bergauf und bergab führt. Und der simuliert dann unter anderem eben Zebrastreifen, Gullideckel, Kopfsteinpflaster. Cory gravelt hier. Dann gibt es hier die originalen Pflastersteine von Paris-Roubaix. Ich würde sagen, da holpern wir uns mal drüber mit dem Aerorad. Oh, ne, gar keinen Bock. Mit dem Aeroscope will Cinelli beweisen, dass sie nicht nur schön schnell können, sondern auch hochmodern und superschnell. Und ich bin zumindest noch nie ein Rad gefahren, was so einen Hinterbau hatte. Auf den nächsten 40 Kilometern sollte ich also erfahren, wie sich ein Aerobike mit einem Stack to Reach von 1,41 und einem Gewicht unter 7 Kilo wohl so fährt. Das sollte meine schnellste Rennradtour auf diese Strecke werden, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass ja viele Ex-Profis in der Gruppe dabei waren. Und von denen, die sie mir natürlich ziehen. Im Vergleich jetzt zum Pressure 2, also dem Rad, das die Profis bei den ganzen World Tour Rennen fahren, ist das Rad an entscheidenden Stellen steifer geworden und an einigen auch aerodynamischer. Und natürlich ließen sich die Entwickler nicht nehmen, das Rad dann auch im Windkanal in Friedrichshafen testen zu lassen. Und dabei kam raus, dass das Aeroscope auch eines der 10 aerodynamischsten Räder sein soll, was dort jemals getestet worden ist. Bei der Fahrt wurden mir 2 Dinge klar. Erstens, die beiden Räder könnten nicht unterschiedlicher sein. Und zweitens, um ein anständiges Review der beiden Bikes zu machen, werde ich mir mehr Zeit lassen müssen und unbedingt diese beiden Räder als Testbikes anfordern. Das sind geniale Maschinen, die es verdient haben, genauer betrachtet zu werden. Um das vollständige Review der beiden Bikes nicht zu verpassen, würde ich dir an der Stelle unbedingt empfehlen, den Kanal zu abonnieren. Einigermaßen atemlos, mit einem Puls von 184 bin ich dann auf den Hof von Cinelli hier aufgefahren und hinter dieser Tür erwartet uns die Produktionsstätte von Columbus. Ein ganz wichtiger strategischer Partner von Cinelli ist die Schwesterfirma Columbus. Seit 1919 liefern die nämlich die Stahlrohre für Rahmenbauer aus der ganzen Welt, aber vor allem für die italienischen Edelschmieden. Jedes Rohr beginnt als spezieller, hochfester Stahl, leicht und extrem stabil. Zuerst wird das Stahlrohr zugeschnitten und dann mit einem Dorn durchstoßen und dann präzise gebogen. Millimetergenaue Vorrichtungen halten die Rohre beim Schweißen perfekt in Position. Die Wandstärken werden angepasst, teilweise millimeterdünn, teilweise eher dicker, je nachdem, ob Komfort, Steifigkeit oder maximale Leistung im Vordergrund steht. Nach dem Schweißen prüft Columbus jeden Rahmen auf Belastung und Verformung. Dann geht's an Schleifen, Polieren und Beschichten. In jedem Arbeitsschritt steckt Erfahrung, Handwerk, Präzision und spürbare Leidenschaft. Was man hier sieht, ist Tradition gepaart mit moderner Technik. Und von diesen Schubladen träumen Rahmenbauer auf der ganzen Welt. Hier kann man durchgehen und wie im Schlaraffenland auf einzelne Rohre tippen und sie dann zusammenschweißen lassen. Fertig ist der Traumrahmen aus Columbus Stahlrohren. Den Glanz vergangener Tage spürten auch Victor und Lydia Lewis.
Die beiden sind die 100%igen Besitzer der beiden Firmen Cinelli und Columbus. Doch wie fühlt sich das an, wenn man so einen traditionsreichen Hersteller kauft und auf einmal Besitzer von einer Fahrradfirma ist? Es ist, so wie Sie es richtig beschrieben haben, gewissermaßen ein Traum. Aber ich würde sagen, dass wir das Projekt in erster Linie mit großer Aufmerksamkeit für die Geschichte und das Erbe, das hier vorhanden war, angegangen sind. Und so war die erste Frage wirklich, was behalten wir bei? Was wollen wir schützen? Was wollen wir fördern? Unsere Vision ist es, die verschiedenen Epochen der Performance zu bewahren, die sowohl für Columbus als auch für Cinelli sehr charakteristisch waren und ebenso den kulturellen Ausdruck von Design, Kunst und Kultur zu schützen, der besonders ein Teil von Cinelli, aber auch von Columbus war. Jetzt sind wir gerade im Büro bei Columbus und Cinelli und das ist deutlich kleiner, als ich eigentlich erwartet hatte. Hier arbeiten 40 Leute in ungefähr 6 verschiedenen Räumen. Hier gibt es alles von Design über Marketing, über Sales, über eine Kaffeeküche und allerlei Trivia, also geile altes Zeug, was hier einfach cool rumsteht und auch so ein bisschen die Vergangenheit von Cinelli zeigt, wie zum Beispiel hier Gemälde von irgendwelchen Künstlern, die schon viel mit Cinelli gearbeitet haben. Um zu verstehen, wie bedeutungsvoll Design für Cinelli ist, muss man einfach nur mal ganz kurz dem Designer von Cinelli, Marco Panzerini, der seit 2012 alle Artworks von Cinelli verantwortet, zuhören. Ich liebe es, Hybridisierungen zu machen. Wissen Sie, Teile aus verschiedenen Bereichen zu nehmen und sie miteinander zu vermischen, herauszufinden, was an Fahrrädern besser sein könnte als bei anderen Dingen. Und das inspiriert mich sehr. Ich glaube, das, was mir immer noch am meisten gefällt, war die Pressure Team Edition, die wir realisiert haben. Die Inspiration kam daher, ich war im Lager und habe mir die roh lackierten Fahrräder angesehen und ich dachte, das ist interessant. Das erinnert mich an meine alten Surfbretter, die vom Spediteur zerkratzt wurden, weil sie lackiert wurden und dann die Form mit Schleifpapier verfeinert haben, wobei sie Teile der Lackierung entfernt haben. Und der Effekt war wirklich schön. Da dachte ich, warum das nicht auf das Fahrrad übertragen? Also haben wir dieses Fahrrad nur mit einer Grundierung lackiert und dann die Grundierung an einigen Stellen entfernt, um diesen Effekt zu erzeugen. Und es gab einige Leute, die wollten, dass ihr Fahrrad von anderen Marken auch so aussieht, weißt du? Also weiß ich das vom Lackierer. Großartig. Die Marke ist auf jeden Fall, glaube ich, in sehr, sehr guten Händen und wir können uns auf die nächsten Räder auch freuen. Vor allem auch im Gravelbike-Bereich erwarte ich viel. Da denke ich mal, da gibt es schon auch bald richtig coole Neuheiten und aber auch im Stadtbereich. Da gibt Cinelli richtig Gas und deren Designs passen auch in den Urban-Bereich meiner Meinung nach richtig gut. Wie ist es bei dir? Was hat dir am besten gefallen? Konntest du ein bisschen was mitnehmen aus dem Video? Gib mir dafür gerne einen Daumen hoch, wenn dem so wäre. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Cinelli für die Einladung hier nach Italien. Bis bald. Ciao.